Entweder werden sie aus irgendeiner Wohnung geholt, ne? Oder ich hole sie aus dem Krankenhaus, weil sie nicht mit nach Hause können. Das ist ja nicht lange vorher geplant, ne? Die kommen ja. Früh kommt der Anruf, Mittag muss ich sie holen. Oder kommt der Anruf mitten am Tage und dann heißt es, wir bringen in einer Stunde das Kind. Als Krisenmutter kümmert sich Elke Baumann um Babys, die vom Jugendamt in Obhut genommen wurden. Sie bietet ihnen ein Zuhause, bis Pflegeeltern gefunden sind. Ein Dreivierteljahr durfte ich sie begleiten und miterleben, was es bedeutet, sich ständig neu an ein Kind zu binden, Liebe zu schenken und sich dann wieder und wieder lösen zu müssen. Eine Ersatzmama für begrenzte Zeit und für bisher 84 Babys. Also mein Wunsch wäre das ja eigentlich noch, dass ich mein 100. Baby aufnehmen darf, dass ich das noch durchbringe, bevor ich in die Rente gehe in 7 Jahren. Und da ich ja 84 schon habe, fehlen mir ja nur noch 16. Ich meine natürlich, jedes Kind, was nicht aus dem Elternhaus raus muss, das ist super, aber wir wissen selber, dass das nicht so ist. Und dass es immer Fälle geben wird. Ja, und das wäre so mein Wunsch, dass ich lange genug gesund bleiben, um das zu erreichen. Und jeder muss ja ein Ziel haben, ne? Bei meinem ersten Besuch zu Hause bei Elke Baumann und ihrem Hund Rocky lebt die erst 8 Wochen alte Emma bei ihr. Das Mädchen wurde von der leiblichen Mutter zur Dauerpflege freigegeben. Doch neue Eltern zu finden wird wohl schwierig, denn dass die Mutter während der Schwangerschaft Drogen genommen hat, zeigt sich nun auch bei Emma. Also wie man jetzt hört, ne, beim Trinken das ist dann schon die Schwierigkeit, dass also Luft und Trinken für sie sehr schwierig ist. Ich kriege hier kein Kind, was kerngesund ist. Weil dann müssten die nicht raus, ne, aus den Familien. Das ist so. Wird Emma ein neues Zuhause finden, obwohl sie vielleicht beeinträchtigt bleibt? Anders als Adoptivkinder bleiben Pflegekinder mit ihren leiblichen Eltern rechtlich verbunden, sollen Kontakt haben. Viele potenzielle Dauerpflegeeltern schreckt das ab, genau wie die Sorge, dass das Kind irgendwann wieder zurück zu den leiblichen Eltern kommen könnte. Das geschieht jedoch nur selten und ist auch in Emmas Fall unwahrscheinlich, glaubt Elke Baumann. Ausnahmsweise betreut sie gerade nur ein Baby. Und da steht ja noch ein zweites Bett. Genau. Also ich stehe jetzt zurzeit in Bereitschaft, nehme mir immer 2 Säuglinge auf. Sie haben 2 Babys. 2 Plätze immer, also 2 Babys. Wie schaffen Sie das? Ja, wenn Zwillinge kommen, sind es ja auch 2. Und Zwillinge hatte sie natürlich auch schon. Wie sie zu ihrer Berufung als Krisenmutter gefunden hat, wird sie mir später noch erzählen. Seit 30 Jahren liegt bei ihr immer mindestens ein Baby in der Wiege. Was treibt sie an? Für den Moment ist es Emma, die sie antreibt. Die will offenbar nicht im Bettchen liegen. So, junge Dame, und wir schlafen nicht? Na, sage mal, komm mal her. Du bist ja ein kleiner Frack, du sollst doch heiern, hä? Im Laufe der Jahre hat sie von den 84 Babys insgesamt 3 Kinder behalten. Ist eingesprungen, weil niemand anderes sie wollte. Aus Kurzzeit wurde Dauerpflege. Jennifer und Markus zum Beispiel, die inzwischen erwachsen sind. Der Große, der ist jetzt 25, vor 25 Jahren, der ist mit einem Drogenproblem gekommen. Vor 25 Jahren hat niemand solche Kinder genommen. Und dann blieb er. Und als nächstes kam dann ein Mädchen und die hat arge Probleme, also Alkoholembryopathie. Auch so eine Kinder hat man vor 23 Jahren nicht wieder aufgenommen. Da haben sie keine Pflegeeltern für gefunden. Also hat sich das immer aus der Not heraus ergeben, dass diese Kinder blieben. Oder wie bei der letzten, da habe ich stark drum kämpfen müssen. Die sollte dann nach 2 Jahren vermittelt werden. Da habe ich dann gesagt, nun nicht mehr. Die sollte in einer Wohngruppe und das wäre für das Kind also der Untergang gewesen. Die beeinträchtigte Yvonne sowie Jennifer und Markus soll ich später noch kennenlernen, verspricht mir Elke Baumann. Ich bin gespannt. Die Berliner Jugendämter nehmen jedes Jahr hunderte Kinder in Obhut, weil sie vernachlässigt, misshandelt oder in Gefahr sind, die Eltern überfordert.
Ein Teil der Kinder kommt in Kurzzeitpflege, bei Elke Baumann zum Beispiel. Bis geklärt ist, ob sie zurück zu ihren leiblichen Eltern können oder nicht. In Marzahn-Hellersdorf werden diese Krisenplätze vom Pflegekinderservice koordiniert. Hier besuche ich Sozialpädagogin Susanne Nowak. Bei ihr meldet sich das Jugendamt, wenn wieder ein Kind vorübergehend ein neues Zuhause braucht. Sie ruft dann Elke Baumann oder andere Kurzzeitpflegefamilien an. Und diese Zeit, die die Kinder dann dort verbringen, erklärt mir Susanne Nowak, sei weichenstellend. Weil Kinder werden dort nicht nur, ich sag mal, nicht nur gepflegt und aufgepäppelt und versorgt und zu Ärzten und Therapeuten gebracht, sondern sie bekommen vielleicht zum ersten Mal ein Bindungsangebot. Kinder suchen nach Bindung und ich sag mal, diesen Schatz, den die Kinder da haben, den nehmen sie mit, egal wohin sie gehen. Das ist ein Fundus, der kann ihn keiner mehr nehmen. Seit über 10 Jahren betreut Susanne Nowak Kurzzeitpflegeeltern. Und sie weiß, dass es auch für Elke Baumann immer aufs Neue schmerzhaft ist, wenn sie die schnell liebgewonnenen Kinder in ein neues Zuhause abgibt, sich wieder und wieder lösen muss. Manchmal frage ich mich auch, wo steckt sie das alles so hin? Und auch die anderen Pflegeeltern, ich kenne andere Pflegeeltern ja auch. Aber dann die Aufgabe, okay, einem neuen Kind eine neue Chance zu geben, ist dann wieder motivierend und motivierend weiterzumachen, weil sagt Frau Baumann immer, ja, andere Kinder brauchen auch meine Hilfe. Also muss ich weitermachen. Das ist eine Lebensaufgabe. Es ist ihre Lebensaufgabe. Die hat sie sich zur Lebensaufgabe gemacht, ja. 2 Monate nachdem ich Elke Baumann das erste Mal getroffen habe, besuche ich sie wieder. Es gibt Neuigkeiten. Das wird heute ein besonderer Tag für die Krisenmutter. Wie geht es Ihnen? Noch gut. Denken Sie ja. Noch geht's ganz gut. Noch, denn Emma wird gleich abgeholt. Sie hat eine neue Mama gefunden. Da hast du mich ja veräppelt, du altes Lieschen. Seit ihrem 3. Lebenstag war Emma in der Kurzzeitpflege untergebracht. Hat sich gut entwickelt und kaum noch Atemprobleme. Nun ist sie 4 Monate alt. Für sie ist das hier ihr Zuhause. Ja. Und wie wird es für Sie jetzt gleich, Frau Baumann, wenn Sie Emma abgeben? Ja, schwierig. Also im Moment geht's noch, aber ich denke mal, wenn dann so die Zeit kurz vor 11 rankommt und die Mama dann da ist und man macht die Sachen fertig, dann habe ich es immer sehr gerne, dass es recht schnell geht und sie dann schnell raus ist. Ne? Elke Baumann ist aufgeregt, spüre ich. Aber allein wird sie nach der Übergabe nicht sein. Inzwischen ist nämlich ein zweites Baby eingezogen, Nora. Habe ich aus so einer Kriseneinrichtung geholt, die lag da gleich nach der Geburt. Ist sie da hingekommen, weil die Mutter ist auf und davon, hat sie liegen lassen. Die Lütte hat 2 Gipsfüße im Moment noch, weil sie Klumpfüße hat. Die ist also mit 2 Klumpfüßen geboren. Manchmal hat es mit dem Erbgut was zu tun, eine Unterversorgung schon im Mutterleib. Also das konnte keiner sagen, weil die Mutter dazu ja nicht mehr befragt werden konnte. Und Sie haben sich schon längst ins Herz geschlossen. Also schon an dem Tag, als die Kollegen in der Krise mir die im Arm legten, habe ich gedacht, oh nee, diesmal ist es ungeschehen. Wie lange wird Nora wohl bleiben? Emmas Zeit bei der Krisenmutter ist gleich vorüber. Heiko Rosentreter steht Elke Baumann bei. Seit der Scheidung von ihrem Mann vor 15 Jahren ist er an ihrer Seite. Der ehemalige Feuerwehrmann unterstützt sie, wann immer er kann. Ich pflege dazu immer zu sagen, man muss einfach ein bisschen verrückt sein, um das ein bisschen gelinde zu sagen. Ja, da steht, bei Frau Baumann steht alles im Hintergrund. Also ihre Privatleben, ihr Urlaub. Es ist kein Beruf, sondern es ist einfach nur richtig Liebe. Und dass jetzt Emma geht, das ist wieder so ein Punkt, die hat man einfach ins Herz geschlossen. Und da tut es eben halt ein bisschen mehr weh, wenn man das abgibt. Zucker. Der Hund ist wieder der Erste. Jetzt kommt die Mama und der Noah. Emmas neue Pflegemutter steht vor der Tür. Sarah Münter ist alleinerziehend, ihr Sohn Noah ist 6. Vor 1,5 Monaten hatte die sogenannte Anbahnung mit Emma begonnen. Ein erstes Kennenlernen und das Gefühl, es passt. Dann kamen Noah und seine Mutter täglich vorbei, damit sich das Baby an sie gewöhnen konnte. Kommst rein, Noah? Lass Schuhe an, Noah.
Sarah Münter wird gerade zum zweiten Mal Mutter. Frau Münter, wie geht es Ihnen jetzt? Es ist ganz aufregend gerade. Nee, du nicht. Ganz, ganz viele verschiedene Gefühle. Man freut sich, man ist aufgeregt, neugierig, was noch kommt. Ja, Und warum machen Sie das? gute Frage. Da gibt es ganz viele Gründe für. Welche denn zum Beispiel? Na, ich mache es ja einerseits beruflich jetzt. Ich verändere mich beruflich. Genau, bin halt in einem Angestelltenverhältnis, arbeite als Erziehungsstelle. Bin also Erzieherin und ja, das ist nochmal eine andere Art oder der Unterschied zu einer Pflegefamilie, dass ich sozusagen Gehalt dafür bekomme, dass ich das mache. Genau, und das ist natürlich für mich als Alleinerziehende mit meinem Sohn ein großer Vorteil, dass ich sozusagen zu Hause arbeiten kann und mir meinen Traum nochmal von einem zweiten Kind erfüllen kann. Genau, und ihr auch nochmal eine gute Perspektive, ja, hoffentlich biete. Ne? Und wie ist das für dich? Du kriegst ja jetzt eine kleine Schwester. Ja, also ich habe mir das schon seit ich 3 oder 2 war schon gewünscht. Und jetzt ist es endlich wahr geworden. Also, das hier ist noch von der Mama, von der Leiblichen. Das auch. Etwas Greifbares soll es für Emma geben, wenn sie irgendwann erfährt, dass sie ein Pflegekind ist. Sachlich zieht Elke Baumann die Übergabe durch. Impfpass, Krankenakte, Papierkram. Dann der schnelle, kurz gehaltene Abschied. Na denn, tschüss. Ganz viel Glück. Hm? Okay. Na dann. Tschüss, komm gut nach Hause. Tschüss. Und du frisst? Ja, ja. Rocky muss das beobachten. Nur eine Viertelstunde hat Emmas Auszug gedauert. Komm rein. Nach 16 Wochen bei Elke Baumann. Und jetzt? Jetzt erstmal durchatmen. Für Sarah Münter, Noah und Emma hingegen beginnt nun ein neues Familienleben. Zu dritt. Ich hoffe, dass wir alle 3 glücklich werden, dass sie gesund ist. Man weiß ja auch nie, was sie dann tatsächlich mitbringt. Es hat ja auch Gründe, warum sie nicht bei ihren leiblichen Eltern lebt. Genau, und ich hoffe einfach, dass wir da alle einen guten Weg finden und zusammen glücklich werden. Im besten Fall wirklich, bis sie groß ist, bis sie 18 wird. Emma ist weg. Wann bekommt Elke Baumann wohl wieder ein neues Baby? Nora ist zwar noch da, aber die Krisenmutter ist sich fast sicher, dass sie bald vermittelt wird. Guck, weißt du gleich, wie es bei dir abgeht. Hm? Wie geht es weiter für die Kinder, die ihren zweiten Start ins Leben bei Elke Baumann hatten? Auch die inzwischen 9-jährige Mia wurde von der Krisenmutter als Baby versorgt. Wie alle anderen Pflegekinder machen wir sie unkenntlich, weil amtliche Vormünder oder die leiblichen Eltern oft noch Teile des Sorgerechts haben. Im Alltag spielt das meist kaum eine Rolle. Ich besuche Mia bei ihrer Dauerpflegefamilie, den Lennox. Pamela und Jörg Lennox haben noch eine leibliche Tochter, Feline. Sie war 11, als sie plötzlich noch eine kleine Schwester bekam. Am Anfang war es ein bisschen komisch, natürlich noch, weil es ist halt ein fremdes Kind und ja, aber eigentlich hat sich auch sehr schnell eine Bindung aufgebaut. Also genau. Und dann war es auch schnell so, als wäre es nie anders gewesen. Und Mia selbst führt heute ein ganz normales Kinderleben mit Schulalltag. Und in welche Klasse gehst du? 2. Und was machst du gerne im Unterricht? Musik und Sport. Musik und Sport? Und was macht ihr in Musik gerade? Musik wahrscheinlich. Ja. Eigentlich war die Familienplanung bei den Lennox abgeschlossen, bevor Mia kam. Aber dann, erzählen sie mir, nahmen Bekannte ein Pflegekind auf. Das war der ausschlaggebende Impuls, doch noch mal Eltern zu werden.
Für uns war dann im Endeffekt klar, warum jetzt nicht ein Kind aus einer anderen Familie eine Chance bieten. Dann haben wir halt gesagt, ist okay, das machen wir. Und es läuft bei Ihnen, habe ich den Eindruck, oder? Es ist irgendwie... Also, denke schon, ja. Wir sind eigentlich glücklich. Doch, muss man sagen, oder? Ja. Doch. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hallo Papi. Hallo Papi. Familienglück. Und die Rolle, die Elke Baumann dafür gespielt hat, ist offenbar nicht zu unterschätzen. Dieser Bezug in der ersten Zeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da hat Frau Baumann, glaube ich, auch ein glückliches Händchen, diesen Spagat auch zwischen dieser Bindung, dass die Bindung nicht zu eng ist, weil sie auch weiß, das Kind muss wieder weg, und trotzdem Nähe und die Geborgenheit geben. Ich glaube, dass sie den gut hinkriegt. Wie hat Elke Baumann zu ihrer Lebensaufgabe gefunden? Aufgewachsen ist sie in der DDR, geboren in Ost-Berlin. Sie heiratet, bekommt einen Sohn, der heute 41 ist, und leitet eine Kantine. Doch als die Mauer fällt, verliert sie ihre Arbeit. Elke Baumann ist 28, als sie dann zufällig ihr erstes Pflegekind aufnimmt. Ein Kind von Nachbarn. Die wohnten so gerade rüber von uns und die Mutter ist gleich nach Grenzöffnung nach drüben gegangen und hat die Kinder bei dem Vater gelassen. Es waren 3 Stück und der war also mit dem Säugling jetzt überfordert, und da, weil ich sie kannte, habe ich mich angeboten, sie zu nehmen und zu versorgen. Als dann die erste schulfähig war, da kam dann das Jugendamt auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, noch ein Pflegekind aufzunehmen. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und das war dann Markus. Markus wird sie als Dauerpflegekind behalten. Auch Jennifer, die ein Jahr später kommt. Und dann noch die autistische Yvonne. Kinder, die damals niemand anderes will. Elke Baumann springt ein. Jedes Mal. Diese Berufung und diese Hingabe, die hat sie aber auch ihre Ehe gekostet. Ja. Ja, muss man so sagen, ist so. Man muss sich dann im Leben für irgendeinen Weg entscheiden. Und die Wahl war eigentlich nicht schwer, weil er konnte sich alleine versorgen, er kann alleine leben, die Kinder konnten das nicht. Ne? Die hätten wieder an andere Pflegestellen getrennt untergebracht werden müssen. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt für mich keine Option und wäre das auch heute nicht. 4 Wochen nach Emmas Abschied soll auch Nora ein neues Zuhause bekommen. Ein Paar aus Bayern, das schon 3 Pflegekinder mit Behinderungen hat, ist angereist. Anne-Kathrin Knorr und ihre Frau Manuela begegnen Nora gleich das erste Mal, sind sich aber trotzdem sicher, dass sie das Baby wollen. Also wir haben ganz süße Bilder bekommen und auch schon ganz viele Sachen über die Nora gehört, und von daher ist es echt, glaube ich, überhaupt kein Thema. Elke Baumann wartet bereits auf Noras neue Pflegemütter. Gerade hält sie allerdings nicht Nora im Arm, sondern wieder ein neues Baby. Also Leo ist jetzt seit 14 Tagen hier. Der ist im Krankenhaus geboren. Die Mutti hat sich einen Tag später entlassen lassen, freiwillig, und hat ihn dort gelassen. War aber vorher schon klar, dass wenn überhaupt, wird das Kind in Obhut genommen. Das ist das 4. Kind der Mutter. Keins lebt bei ihr. Aber er musste jetzt nicht direkt auf Drogenentzug gesetzt werden. Ich denke, das ist dem geschuldet, dass die Mutter vorher in Haft saß. Da kam sie nicht mehr an so viele Drogen ran. Das war vielleicht sein Glück. Ob sich jemand für Leo findet? Aber jetzt geht es erst einmal um Nora. Hallo! Hallo, Frau Baumann. Ja? Elke Baumann bereitet Nora vor. Statt Gips trägt sie nun orthopädische Schüchchen. Dann das erste Treffen. Mit dabei die Mitarbeiterin einer Stiftung, die Pflegefamilien zusammenbringt. Auch in diesem Fall. Ganz aufregend wird das jetzt. Was denkst du, was hier ist? Alles für dich heute. Schau mal dir ein kleines Kleidchen an. Alles für dich heute hier. So, können wir mal gucken. Na komm, wir setzen uns hin. Sag mal hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, kannst du schön lachen. Die Knorrs bekommen gerade Zuwachs.
Ihr 4. Dauerpflegekind. Sie passt prima rein, würde ich mal so sagen. Weil sie noch schön reinwachsen kann. Sie ist noch nicht. Sie hat das Glück, ne, dass sie noch so klein ist. Genau. Und das ist dann einfach toll für die Kinder. Wenn sie schon ganz früh ein Zuhause finden, ne? Für Nora musste allerdings bundesweit gesucht werden. Vermittelt hat am Ende die gut vernetzte Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Jetzt denke ich auch, also sie ist ja so entspannt und ich habe immer noch ein gutes Gefühl. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es gut passen könnte. Also, ich glaube, es läuft gut. Nur 2 Tage verbringen die Knorrs mit Nora in Berlin. Das ausnahmsweise extrem kurze Kennenlernen soll reichen, um sich aneinander zu gewöhnen, weil Nora noch so klein ist und die beiden Frauen aus Bayern von so weit herkommen. Dann die Übergabe. Die Stimmung der Knorrs ist vorfreudig aufgekratzt und Nora wirkt weiter entspannt. Hier stehen noch mal so ein paar Informationen von den Klumpfüßen drin. Nach 2 Monaten verlässt Nora nun ihre Krisenmutter. Was ist denn los? Dann sagt die Elke als erste Tschüss, die bleibt nämlich hier hinten. Wieder nur eine Viertelstunde hat die Übergabe gedauert. Da sind wir schon daheim. Dann wünschen wir euch ganz viel Freude. Ciao. Tschüss. Wie immer hat Elke Baumann den Abschied kurz gehalten. So, ja. Fahrhund. So ist es. Einer kommt, der andere geht. Wieder musste sie sich lösen. Aber hier habe ich ein gutes Gefühl, weil die wirklich erfahren sind, ne? Und auch an den Kindern anders rangehen. Für die ist eben eine Behinderung überhaupt nichts. Wa? Das ist es, das macht es. Nora fährt mit ihren neuen Pflegemüttern nach Bayern, zu ihrem neuen Zuhause. Elke Baumann bleibt zurück. Aber sie hat immer noch Leo. Trost ist es nicht. Man ist eben abgelenkt, man hat zu tun. Ne? Und Sie haben jetzt aber auch wieder einen Platz frei. Und ich habe jetzt einen Platz frei und warte ab Montag dann auf eine neue Belegung. Ne? Und hoffe, es geht schnell. Doch erst nach 2 Monaten kommt wieder ein Anruf. In Heiko Rosentreters Körbchen liegt Leo, das von Elke Baumann ist leer. Noch, doch jetzt holen sie ein Baby ab. Es muss schnell gehen. Und es ist herausfordernder als sonst. Also heute bin ich ein bisschen angespannt, weniger aufgeregt, aber eher angespannt, weil der Fall extrem explosiv ist und es schon viele Zwischenfälle gab und ich noch nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Es geht um das Kind einer gewaltbereiten 15-Jährigen, die bei der Abholung nicht dabei sein soll. Wird sie sich daran halten? Mit Abstand darf ich folgen. Zur Mutter-Kind-Einrichtung, wo die Minderjährige und ihr Baby untergebracht sind. Dort hielt sie sich an keine Regeln, kümmerte sich nicht genug ums Kind, war aggressiv. Nach 10 Minuten kommt Elke Baumann in Begleitung und mit Baby zurück. Die Mutter des Kindes taucht nicht auf, hält sich offenbar an die Anweisung des Jugendamtes, die Übergabe nicht zu stören. In den nächsten Wochen soll nun geprüft werden, ob sie das Kind doch selbst aufziehen kann. So lange kümmert sich die Krisenmutter um Jule, 6 Wochen alt. Also die Anspannung fällt jetzt erstmal ab und die Mutter war vor Ort. Die stand irgendwo, hat also den ganzen Vormittag schon Stress gemacht, war schon in der Einrichtung, die ihr dann mitteilte, dass wir also sofort die Polizei rufen, sollte das eskalieren. Wir sind auch an denen vorbeigefahren, die standen da zu so einer Gruppe. Ein Kollege aus der Einrichtung hat mich dann begleitet bis zum Auto, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und die Kollegen drin standen vor Ort am Fenster, um zu gucken, ob Polizei gerufen werden muss oder nicht. So, junge Dame, wollen wir dich mal auspacken? Ja, du bist müde bestimmt, ne? Du hast gerade dein Fläschchen bekommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im neuen Zuhause. Du hast doch schon begrüßt. Herzlich willkommen im neuen Zuhause. Ja, ist alles noch doof, ne? Jetzt haben Sie wieder 2. Jetzt habe ich wieder 2. Jetzt heißt wieder Vollzeit. Über 2 Monate vergehen.
Erst im Sommer treffe ich Elke Baumann wieder, in ihrem Schrebergarten. Ihre 3 eigenen erwachsenen Dauerpflegekinder kommen gleich zum Kaffee trinken. Noch immer ist Jule, das Kind der 15-Jährigen, bei ihr und der doch durch den Drogenkonsum der Mutter beeinträchtigte Leo, der weiterhin kein neues Zuhause hat. Da findet sich niemand. Wir suchen jetzt schon seit 8 Wochen in Berlin-Brandenburg und niemand will ihn. Eigentlich wäre jetzt der nächste Schritt eine Unterbringung in einer Wohngruppe. Markus und Jennifer kommen. Vor über 20 Jahren landeten sie als Kurzzeitpflegekinder bei der Krisenmutter und blieben dann für immer. Markus arbeitet als IT-Experte, Jennifer ist gelernte Beiköchin. Eifersüchtig auf die vielen anderen Kurzzeitgeschwister, die kamen und gingen, waren sie als Kinder nie, sagen sie, haben eher mitgeholfen. Es war schon so, als wir dort noch gewohnt haben, dass es natürlich normale Gangart war, sich auch mit drum zu kümmern. Ja. Und jetzt wieder. Weder Jennifer noch Markus haben Kontakt zu ihren leiblichen Eltern. Markus hat seine Mutter nie gesucht und Jennifer will keinen Kontakt. Ja, für mich gibt es halt nur meine Mutter, also nicht meine leibliche Mutter, sondern Elke. Für mich ist sie meine Mutter und ja. Wir wissen halt auch, wie gesagt, was für ein großes Privileg das überhaupt ist. Ne? Und uns wurde auch immer beigebracht, alles zu schätzen, was man hat und Co. Jetzt kommt Yvonne. Na, Yvonnchen, hast du schön Mittag gegessen? Guck mal, kennst du den? Nee, wa? Marc ist da. Hallo. Hallo. Guck mal, das ist der Herr Breitfeld. Ja? Kennst du vom Fernsehen, ja? Kennst vom Fernsehen. Siehst du, super. Ich bin Arndt, hallo. Hallo. Du bist Yvonne. Ja. Toll, dich kennenzulernen. Jetzt kannst du Heiko auch Deine noch Mutter hat schon einlesen. viel von dir erzählt. Hast du denn noch was drin? Guten Tag. Heiko Rosentreter hat Yvonne gebracht. Sie wohnt mit 21 noch zu Hause. Weil sie während all meiner Besuche immer in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung war, treffe ich auch sie heute zum ersten Mal. Jennifer ist inzwischen selbst Mutter, Markus noch kein Vater. Könnte aber noch passieren. Ich möchte auf jeden Fall später Kinder haben. Bestenfalls finde ich sogar eine Frau an meiner Seite, die genauso stark ist und wir uns eventuell auch 2, 3 Pflegekinder schnappen. Das wäre wunderschön. Aber für mich ist der Zeitpunkt einfach noch nicht gekommen. Eine glückliche Familie sitzt hier zusammen, ist mein Eindruck. Nicht verwandt, aber zusammengewachsen und mit Liebe füreinander da, wie bei leiblichen Eltern und Kindern. Das ist ja das, was ich sage. Das dürfen keine Pflegekinder werden. Das sind Kinder und die brauchen Hilfe und die muss man unterstützen. Elke Baumann macht weiter als Krisenmutter. Und sie hat immer noch einen Wunsch. Oder doch eher 2. Ja, mein großes Ziel wäre natürlich, ja, das 100. noch zu schaffen bis zur Rente, vielleicht auch noch ein Jahr länger zu machen als bis zur Rente, je nachdem, wie es mir gesundheitlich geht. Und ja, sie alle bestmöglich unterzubringen nach meinen Wünschen. Und natürlich, was auch mir sehr noch am Herzen liegt, ist natürlich Yvonne. Da mache ich mir große Sorgen. Weil die so einfach ist mit ihr. Und ich möchte sie nicht in irgendein Heim abschieben müssen. Ich möchte eine gute Einrichtung finden, wo ich irgendwann mal beruhigt die Augen zumachen kann sagen, sie ist gut um mich rum. Ein Zuhause für Yvonne finden. Genau wie für alle anderen Kinder bisher. Auch für Jule, das Kind der 15-Jährigen, wird inzwischen gesucht. Und Elke Baumann hofft, dass der kleine Leo doch noch neue Eltern bekommt. Bei allen, die wir miterlebt haben, hat es sich ja irgendwie doch zum Guten Ja, gewendet. Macht Gott sie sei das nicht Dank. zuversichtlich? Ja, und ich sage ja auch immer, der kann noch eine Weile bleiben, der muss noch aufgepäppelt werden. Ich sage, vielleicht finden wir doch noch jemanden.